Willkommen zurück zu Banner of the Maid, in einer Schlacht, die ich immer noch als zu schwer halte, aber wir haben sie geschafft. Und Gott sei Dank habe ich so ziemlich anscheinend alles richtig gemacht. Ich überlege mich gerade, kann er auch treffen? Ich überlege mich gerade, genau. Ja, dann, nee, er killt sich aber nicht. Mit dem Iron Saber vielleicht? Okay, das heißt, wir können sogar noch 2 Schatztruhen looten. Wow, wir können sogar noch beide Schatztruhen looten. Garnished Sword, Sternchen. Insufficient Equipment Swords. Klar, geht zum Lager. Ein Comment Record. Okay. Wir machen noch so viel Erfahrung, wie wir können. Ich bin einfach begeistert, dass wir es geschafft haben, aber ich hoffe wirklich, das war jetzt eine Ausnahmeschlacht, die einfach nicht gut gebalanced war. Weil das muss man nicht erzählen, aber war nicht okay. Also wenn du mich fragst... Auch von der Story her, die wir erlebt haben, auch von der Story her wäre es viel besser gewesen, wenn er hier eine Runde früher angegriffen hätte und dafür sie eine Runde später losgelaufen wäre, sodass mit dem ganzen Ablenkungsmanöver auch wirklich einen Sinn ergibt. Erstens wäre es dann machbarer gewesen und du hättest hier mehr kämpfen können und müssen. Müssen wir es nur am Ende, wo es eigentlich schon egal ist. Und sie wäre eine Runde später angekommen, was mir eine realistischere Chance gegeben hätte, da gut hinzukommen. Ne? Und nicht mit gerade mal so, auch dank ihrer Push-Fähigkeit, die jetzt gerade down ist, ne? Eugene. Ohne Eugene hätten wir das nicht schaffen können. Nicht gut. So sollte es echt nicht sein. Man kann zu diesem Drecksack hier noch killen. Das fände ich super, danke. Sehr gut, dann ist der auch noch gestorben, der Drecksack. Der hat schon die ganze Zeit genervt. Wir können mal auf Philipp schießen, ne? Und Hallo sagen. Oh, wir würden aber auch einen Sack kriegen, aber ehrlich gesagt. Ist ja egal, wir sterben ja nicht. Also es geht davon aus, wir gewinnen, sobald wir Nivane haben, ne? Aber ich kann nochmal heilen hier, ist ja auch okay. So, dann kann sie nochmal eine Aktion machen. Unten war beenden dieses Schauspiel, Gott sei Dank. Ja, das Let's Play geht weiter. Ich war wirklich drauf und dran, ne? Aber nein, ich hätte es bestimmt noch mal versucht und so, ne? Aber mein Gott. Das war zu schwer. Wir haben es beim ersten Mal geschafft, klar. Aber das auch nur, weil ich, glaube ich, so ziemlich alles in Groben richtig gemacht habe, am ersten Mal direkt. Und auch Eugene dabei hatte zu den Push-Situationen hier. Und vielleicht auch hier und da mal Glück gehabt beim Beschuss. Oh Gott, wir haben es geschafft. Was soll's. Wenn du mir jetzt storytechnisch hier damit kommst, dass sie dann trotzdem abhauen, ne? Das machen Spiele so gerne, ne? Ich reite gerade so ein bisschen auf diesem Meckern, aber es gibt ja so oft in Spielen, das ist ja auch nicht so schlimm. Ja, aber hier wird es gerade ein bisschen übertrieben. Warum macht ihr die Mission so schwer? Damit dann am Ende des Tages der Erfolg für den Poppers ist, weil die Figur sowieso entkommt. Warum? Warum nicht einfach dann dafür sorgen, dass es okay ist, wenn sie entkommt? Dass man dann auch gewonnen hat. Dass es vielleicht eine extra Belohnung gibt, dass so die Challenge in dieser Mission nicht ist. Wie soll man eigentlich in dieser Mission alle Gegner töten, bevor sie entkommt? Das war die Challenge, erinnert euch? Die Challenge sollte sein, dass man sie besiegt. Das sollte die Challenge sein. Und wenn sie entkommen, ist auch nicht so schlimm. Naja. Let's call it a day for now, but the real drama has yet to begin. Das Spiel ist auch vorbei jetzt, oder? Okay. Paris Outskirts.
Also die Mission meine ich, nicht das Spiel. You have nowhere to run. I suggest that you surrender and prepare to be judged by French authorities. I didn't expect you guys to be so fast. I'm in really big trouble now. Alas, if that Bavarian mercenary did his job, things wouldn't be so messed up. Fortunately, I always have a backup plan for everything, natürlich. What do you want to do? Pauline Bonaparte, did you ever have a moment of doubt about the current situation of France and yourself? Did you ever think about why the royal family can find these mates just like you and have you all cultivated with their best efforts? Why the royal family and the revolutionists tolerate each other? Why they clearly didn't wish to? Because everything has been distorted. Distorted by a selfish woman and the politicians, with the help of the secrets kept in the amour d'affaires. What are you trying to say? If the secrets kept inside get leaked, what reaction will the assembly and the royal family have? 等一下。 Mademoiselle Bonaparte, it seems that the spy has some relationship with the royal family, so I can't let you take her away. The spy was captured by me. Naturally, she should be integrated by us. Afterward, gut, immerhin wurde sie doch gefangen. Okay, das muss ich jetzt ein bisschen zurücknehmen. Sie wurde doch noch gefangen. Ich bin davon auszusehen, dass sie jetzt an Aachen kommt. Aber wenn Hubert sie jetzt sowieso mitnimmt, hätte man es auch so machen können, dass Hubert vielleicht noch einen zweiten Plan hatte und sie gefangen genommen hätte. Ich weiß es nicht. Ich bin der Meinung, es wäre besser gewesen, wenn die Challenge das Capturen gewesen ist. Seht, wie ihr es wollt. Ist okay. Afterward, I report the details to His Majesty the King. Hubert, you... Don't worry, it's very important and urgent, and I assure you that I will handle it impartially. Speaking of which, you have been busy the whole night. How about you go back and get some rest? No matter what kind of secrets are kept in the amour d'affaires, if it falls to the hands of people like Hubert... 这样的话... I think there's another person who can tell us the truth. Let's go to Comte de Mirabeau. Hat nicht irgendjemand gesagt, dass Comte es eigentlich gar nicht so genau wüsste? Ich glaube, das war... Julie? Aber keine Ahnung. Oh, wir haben es geschafft. Das ist die wichtigste Sache. Wir haben sogar noch die Schätze aufgehoben. Mirabeau Study, Paris. It seems that the secret of the amour d'affaires cannot be kept any longer. Because Julie had foreseen this danger through her paintings, I asked the Queen to transfer you back to Paris. However, we still failed to stop this event. Comte de Mirabeau, what is the secret hiding in the amour d'affaires, and what is the power of the maids exactly? 说来话长。 A few years ago, I stumbled upon the treasure of the royal family, the blue diamond that was inlaid on the king's golden fleece. When the revolution broke out, I found it incidentally on its way of being secretly shipped abroad by the royalists. Along with the blue diamond, I found a study of the power of the maids. With the power of this gem and the maids, I survived from a serious illness, and with its power, I had changed the future of France. The story I heard in the carriage actually happened, and the woman in that story is the Queen. She's the maid of the royal family who has the ability to see through the hearts of other people. 可是... But as a former core figure of the revolutionists, why did you help her to save the royal family? In my opinion, France can't take the risk of losing the royal family for now. The new order cannot be established easily, and France will be in complete chaos. I needed a character who has the ability to maintain the royal family, and the power of the Queen was exactly suitable for such a role. But is the royal family trustworthy? As I see it, the king is merely trying to regain his power. Therefore, I had something prepared to restrict the royal family. Before fleeing from Paris, the king left letters that proved his betrayal of the revolution. I put those documents in the amour d'affaires, concealed together with the manuscript of study of the maids as a bargain ship in mutual destruction with the royal family. Okay, also
deswegen meinte, dass dann alles ins Chaos kommt. Also der König hat ja mehr oder weniger die Revolution unterstützt und deswegen ist er überhaupt noch in der Macht und wurde nicht auch gestürzt. Aber in Wirklichkeit hat er sie betrogen. Und die Beweise dafür sind halt in dieser Arme de Fer. Wenn das also rauskommen würde, dann würde die Revolution natürlich dann den König endgültig stürzen. Dann wären natürlich alle Dämme gebrochen. In order to gain their trust, I also signed a statement of secretly supporting the royal family. But now that the arme de fer has fallen into the hands of Hubert, the Jacobins will soon make it public. No matter what power the Queen has, she cannot stop the destruction of the royal family. It is still too early to be sure about this. I know Robespierre. He's a man who knows how to make the right decision at the right time. If I talk to him, there's room to save this from the worst possible situation. There are still generals like Rose de Beaumont supporting the royal family. It's not that easy to overthrow them. 这样的话， So the royal family wanted to cultivate us as their forces against the revolution. This may be the case for the royal family, but for me, the power of the maids has other meanings. For the same reason, I was willing to help the queen. Other meanings? In this era, people are having too many choices. We are empowered by the times, and our choices are related to the fate of our countless people. But I'm always asking myself if our choices are the correct ones. When a girl like you was granted power, what choice will you make? The power of the maids is born in response to the voices of the people of this era. Bring your answers together and we'll find the best ways to decide the future. That's what I thought. 总而言之， Anyway, the most important thing at the moment is to negotiate with Robespierre. So wirklich weg scheint die Krankheit ja nicht zu sein, ne? Comte de Mirabeau? Alas, suddenly you relapsed just now. Could it be Hubert? Comte de Mirabeau. Because of Pauline's outstanding performance in Paris, the reputation of the Malmaisons has increased by 150. Neue Entrustments, neue Missionen, neue Challenges und neue Free Comment Missions. Okay. This sudden illness made Comte de Mirabeau bedridden, and the assassination attempts that caused a huge sensation in Paris were quietly over. There was no accusation against the royal family afterward, and the arme de fer and Nivernais seemed to disappear into the calm daily life of Paris. As time went by, the war on the borders became once again tense. And I'm to march to the front line with my brother. I asked myself again while suppressing the uneasiness in my heart. Why does the power of the maids exist? Is it to maintain the fragile stability, to respond to the choice and to the voice of the people, or... This is probably the answer I have to find out myself. I almost forgot. I haven't finished my report on this incident yet. Which troops should I reward with the most merits when I write my report? This is important for their promotion. Okay. Infanterie ist mir lieber in diesem Spiel. Und genau deswegen gebe ich es der Kavallerie, damit die Kavallerie nochmal einen Boost bekommt. Wäre jetzt meine Idee so ein bisschen. You received the Cavalry Medal for the representation of your report. Ich könnte auch sein, dass es eine Upgrade-Medaille ist. Die wir jetzt einfach gratis bekommen. Und das war Akt 2. La Mort de Fer. Chapter 13. Battlefield after the Starry Night. Alles klar. As France achieved a great victory in Italy, more countries felt the threat of the revolution and joined the cause. Keine Ahnung. On the Eastern Front, France faces unprecedented pressures. Mein Gott. In order to resolve the crisis, Napoleon Bonaparte was once again sent to the most fierce front of the war. Pauline, who had just settled the event in Paris, also received an invitation from her brother. Ich bin sehr gespannt auf diese Gefechte, die jetzt hier kommen. While worried about the turmoil of the domestic situation, Pauline set off for the battlefield again. Natürlich Leuten wie Hubert und so weiter die freie Hand in Paris lassen, wenn wir da vorne stehen. Aber ich bin sehr gespannt auf die Kriege, die jetzt stattfinden werden, die Schlachten. Headquarters of Napoleon's Army.
In short, the enemy reaction to our movements was too fast, which is very suspicious. Huh? General Bonaparte, you're suggesting that there are spies inside our army? It's not uncommon to have spies lurking in the army. However, from the status quo, that this spy is probably more than an ordinary soldier. What is it you want from us exactly, Bonaparte? Are you doubting the loyalty of General Rose to France? I thought that you weren't on the same boat with that Hubert. Shut up, Duvail. Yeah, you actually said that in front of me. It hurts, you know. Oh, Hubert ist auch in der Front. Okay, nehme ich das wieder zurück. 恶心的臭臭。 Oops, I paid zero attention to that. If there were any maggots present. Enough. I completely trust the loyalty of General Rose. Ich auch. However, the possibility of intelligence... Ich möchte übrigens darauf hinweisen, dass er zwar sagt, dass er auf jeden Fall Rose vertraut, aber von Hubert spricht er nicht. However, the possibility of intelligence leakage is very high currently, and we must rely on the judgment of the generals when we are on the battlefield. Monsieur Hubert was appointed by the royal family to assist General Rose, so I would like to see you two cooperate with each other for the time being. Since you are sent by Her Majesty the Queen, you will have my help, Monsieur Hubert. 没问题。 Of course, I have always appreciated General Rose's heroic posture on the battlefield. So, Desailly, Pauline's troops have rushed to the pass of the reconnaissance overnight. Yes, if the enemy knows about our actions and we don't know theirs, we'll be in grim danger. After all this time, the coalition forces have absolutely outnumbered us. I hope they can bring back some good news. Wenn die immer wissen, was wir vorhaben, könnte auch sein, dass unsere Aufklärungstruppe jetzt im Grunde in eine Falle läuft. Aber wir kriegen ja auch neue Nebenquests wieder in der Heimat. Da müssen wir erstmal hin. Wir speichern erstmal. Ich durfte bisher noch nicht speichern. Das noch ist gar nicht sicher. Jetzt erst. Wir haben immer noch niemand auf 15, ne? Nee. Ich schätze mal, wir haben jetzt wirklich eine Kavalleriemedaille bekommen, oder? Kann ich leider nicht sehen. Also scheinbar hat jede Klasse zwei Optionen, was sie werden kann. Die natürliche Route, schätze ich mal, und die Route, die man erst freischalten muss, weil man irgendeine Challenge schafft. Aber soweit ich das sehe... Attack plus 2, Hit Chance 50%, for every free gets moved before attacking, okay. Soweit ich das sehe, ist die grundsätzliche, die natürliche Form des Aufstiegs die defensivere. Und das hier eher die offensive. Ich würde prinzipiell erstmal, da oben ist die Kavalleriemedaille, okay, also die haben wir bekommen. Prinzipiell würde ich tatsächlich die Defensiven ja meistens bevorzugen, wobei ich für manche Missionen hier mir denke, okay, wir brauchen Offensive. Wir haben doch eine, wir haben gar keine Vertriebmedaille, okay, alles klar. Aber wir können die ja kaufen, das weiß ich. So. Ab in die Stadt. Dann gehen wir doch erstmal direkt hier hin. Irgendwelche neuen Galerieeinträge, die ich beachten sollte. Ja. The girl musician, Eugene, who entered the École Militaire with me at the same time, has exceptional musical talent. Her usual sloppy character makes her performance on the stage all the more unbelievable. Seeing her various abrupt performances is one of my entertainments at the École Militaire. The lazy Eugene always makes people burst out laughing for all sorts of strange reasons. With a bit of diligence, plus her father's place, I'm certain she can become a national star. But a happy life like this indeed suits Eugene better. Okay, Rosina kriegen wir auch noch extra. An aristocratic woman who claims to be Rosina because she loves the dramas created by Eugene's father, Beaumarchais, she hopes to play a role in one of his plays. Perhaps Eugene is the only one who doesn't recognize this dignified woman. Und Hubert haben wir auch bekommen jetzt. Before the revolution, he was a lousy painter who made a living in Paris. Since joining the army, he has always been good at reviewing the situation and always follows capable generals. Maybe such a person is more able to adapt to the times.
No matter what trouble his superior encounters, Hubert Mondego can always stand unwavering in the army. A sly fellow who can always turn a situation to his advantage, even if it's someone he hates. Ich mag Hubert eigentlich, aber ich befürchte trotzdem, dass er nachher ein Problem wird. Ich mag tatsächlich Charaktere wie Hubert besonders dann, wenn sie den Eindruck machen, problematisch zu sein, es nachher aber nicht sind. Sogar noch ziemlich hilfreich werden können. Das wäre cool, aber ich bezweifle es. Ich denke mal, Hubert wird wahrscheinlich doch ein Problem werden, ne? So, Quests. Wir haben neue. Alter Schwede. Viele Free Combats. Ich denke mal, Free Combat mit Sternchen heißt, dass es ein bisschen schwerer wird und eine andere Map sein wird. Und hier haben wir anscheinend Challenges. Und das sind die Challenges, die ich machen muss? Ja, steht da unten ja auch. Unlocks the Grenadier Archeval und Grenadier Old Guard. Und so kriegen wir die anderen Klassenmöglichkeiten für Kavallerie und Infanterie. Und wir haben hier auch noch eine Mission von ihr wahrscheinlich. Ich würde sagen, dann fangen wir mit ihr an, oder? Und dann gucken wir uns das zusammen an. Dann kann sein, dass wir es mal einmal zusammen machen sollten, dass es was Besonderes ist. Die Free Combats werde ich dann wieder alleine machen. Die sind wahrscheinlich nur zum Trainieren da, ne? Ich hoffe, sie muss jetzt keine Schlacht machen, weil wenn ja, hat sie ein Problem. Ich habe sie nämlich so gut wie nie trainiert. So, Nivernais was taken away. Hubert will definitely hand her over to the Jacobins in exchange for his status within the faction. And the Jacobins will definitely have her executed. It seems that her mystery will remain unsolved forever. 这里交给我比较合适。 It doesn't have to be. We still have this. This is a journal? It looks quite antique and the pages are old, but I can see that it has been carefully cared for. When Nivernais was taken away, I took this from her belongings when the guards weren't paying attention. All that she carried along with her were items needed for disguise, except this journal. At the moment I saw it, my instinct as an experienced intelligence personnel told me that it must be. It must be? It must be? It must be the mystery built by fraud and lies, that was kept hidden by the cunning spy Nivernais. Why is Adelaide so excited? Well, this happens when it comes to the investigation of spies. Perhaps it's because of her father told her too many stories about the secret Duras when she was a child. To carry out such a bold plan in Paris, there must be a huge organization hidden behind her. What mystery will we dig out in the end? Was the downfall of the secret Duras also part of their plan? Anyway, let's first take a look at what's written in this journal. Das sieht nach einer Schlacht aus. Oder auch nicht? Oder auch nicht? When the plan was confirmed, Anne Wellesley immediately found the right candidate. A mercenary who had dealt with both royal families of France and Austria. With him leading the troops, our action in Paris will be a much easier task. I have to admire Wellesley's extraordinary judgment for talented people. After all, she also is one of us. But there's still one problem. Hey you, blonde tomboy, seriously, did you translate my words properly to Miss Bridget? Did Miss Bridget show a charming smile like a spring breeze when she heard my heartfelt praise? Huh? Miss Bridget didn't seem to appreciate your praise. I think it's a matter of cultural differences. Well, I guess his heartfelt praise is enough to scare even a French lady away. Bäh. Bridget is neu, okay. What are you talking about? Let me be straight. If you mess up Anna's plan, you will have the privilege to taste my bullets. I still don't believe that France can be overthrown by you and this Casanova. The only one who's really working on it's me, and it's this idiot here, and this idiot here can be easily manipulated merely by mentioning his sister. 美丽的小姐， Miss Bridget, how can I overthrow France alone? Actually, I don't need to do it myself. Paris is now a warehouse of gunpowder. All we need is a spark to start a fire. Hey, what are you talking about with Miss Bridget? 尊敬的先生， Mr. Philip, I'm explaining to the lady of the meaning of your heartfelt praise. Then you have to work harder. What's going on here?
A Bavarian chatting with an Irish woman through a French translator. French. We don't say. It's quite a lively discussion. Your Excellence, although you are always accurate by judging people, since it's crucial to the interest of our country, I still have to remind you that I don't think we can trust this French girl. 这才是适才适所。 We don't have to trust her, Leonora. We just trust the hatred that burns in her heart. If you want to see Paris on fire, no one could be more qualified than her. The pawns needed for the plan have already been gathered and prepared, and my journey to Paris has started. After a few days of sailing, we have arrived at the port as planned. Jacques, didn't you promise me that you get me to England and Brumaire? And it's the second Brumaire, 2 years passed already. Easy, easy, I have my problems to attend to. It's not easy to deal with the British, speaking of which, didn't I explain it just now? Can you tell me to issue the paperwork? We still have a long way to go. No, you have to wait a lot longer, right. How about we go have a drink? We haven't seen each other for 2 years, I want to hear all of your stories. 是这样吗？ How about we save each other some time? You want to keep all my goods on the ship for yourself, don't you? Well, didn't your friends in the guard tell you? I'm also a participant in this plan. What? Oh, that makes sense indeed. Why didn't you tell me earlier? If you want a share of this fortune, too, we must hurry up and... Jacques, you son of a... Oh, I'm sorry, but technically, I'm not really Jacques. It seems that our whereabouts have been exposed and the guards will arrive anytime soon, although this guy knows nothing and probably thinks we're just some smugglers. Ich denke bei den Oh nein! Mit wem denn? Ach, kämpfen wir jetzt mit denen? Könnte ja auch sein, ne? Moment. Ja, wir kämpfen ja spezifisch mit Nivernais. Gut, dann ist er ja vorgelevelt, da kann ich ja nichts dran ändern. Ja, dann machen wir das doch. Defeat all enemies. Nivernais is defeated. Achieve victory with Nivernais taking no damage. Nivernais is better than at deceiving and using the enemies to fight than the direct confrontation. Okay. Was auch immer das heißen soll. Das sagt uns gar nichts. Was müssen wir schaffen? Moment. Alle Gegner besiegen. Wir versuchen es mal, ne? Ich meine, das wird uns ja nicht viel weiterhelfen. Wir kriegen wahrscheinlich eine Belohnung hierfür. Aber ich meine, dass Nivernais trainiert wird, kann uns ja egal sein. Gehört ja nicht zu uns. Aber ein cooles Chapter, dass wir mal aus seiner Sicht was sehen oder aus ihrer Sicht. Ich weiß es nicht. Es wird sich als Tumor bezeichnen, immer wird sie gesagt, jetzt wollte ich eigentlich bei sie bleiben. Aber die Stimme macht es sehr maskulin. Und ich glaube, sie wird halt nur. Die Leute glauben nur, dass er eine sie ist, weil er sich so gut verkleidet hat. Das ist meine Vermutung. This is going to get ugly. The roads are blocked already. Soon enough the goods in the ship will be exposed as well. The troops there aren't dressed like guards. Those bandits. Bad luck for them. They are well equipped and well trained. Perhaps a group of deserters? Maybe this is the chance I need. How I miss the air of France. It's still so filthy though. True lies. Send Nivernais to talk with certain bandits. Her ability can easily make them believe in whatever she says. Certain Bandits, wow. Also einfach Bandits, die keine Aces sind oder gezielt die Bandits, die Aces sind. Okay, mit dem Ace kann ich schon mal reden. Mit ihm nicht, also mit den Aces soll ich reden. Okay. Persuaded by Nivernais, the Raven agreed to temporarily help deal with the guards at the port. Ach guck mal, das ist der Raven, den kennen wir. Das ist der eine Typ, den wir theoretisch hätte vorher besiegen müssen in dieser einen Mission, bevor er den Schatz lootet und abhaut. Und da ist der Packer, den kennen wir ja auch schon, genau. Der hat damals hier, kam er von der Seite, als wir die Schiffe hier bekämpft haben. Er war der Anführer der Banditen. Warum endet meine Runde jetzt nicht? Ich kann den ja eh nicht befehligen. Na gut.
Auch eine coole Idee, so eine Mission zu haben, wo man mal mit den Feinden spielt, sag ich mal. Ja, wir werden nicht getroffen. Jetzt können wir diesen unfairen Vorteil selber nutzen, dass wir unter 70% eh nicht getroffen werden, ne? Soll mir recht sein. Aber schön, wie sich unser Verbündeter der gekillt lassen hat. Wow. Ganz großer Held. 就凭你们也能跟上我的速度吗？ Hier können wir jetzt killen, oder? Auch in normalen Rifle? Ja. 就请您乖乖受死吧。就让我略表敬意吧。这场法兰西的闹剧也该画上句号了。Es ist sehr ungünstig, dass ich nicht an ihn rankommen kann, ne? Weil wenn ich erst auf ihn schießen muss, wäre das ziemlich doof. Vielleicht, wenn ich den anderen hier triggere, kommt der auch auf uns zugelaufen, da kann ich ihn sozusagen abfangen. Nee. Das ist es schon mal nicht. 乖乖受死吧。就让我略表敬意吧。Das Beste an Nivernais ist, dass er natürlich coolerweise im Regen besser ist. Ich glaube, im Regen hat man ein bisschen weniger Chancen zu treffen. Das heißt, es kommt ihm sehr zugute. Diese Tatsache gefällt mir wohl. Aber im Grunde kommen wir nicht an den ran, ohne dass er uns erst angreift, was echt ärgerlich ist. Wenn er mich jetzt trifft, die Challenges sind Poppers, dann ist es halt so. Ich schätze mal, die Aces können uns nämlich treffen. Nee, können sie auch nicht. Okay. Was du, wir killen jetzt fast. Das will ich gar nicht. 就请您乖乖受死吧。就让我略表敬意吧。就请您乖乖受死吧。这场法兰西的闹剧也该画上句号了。 Selber Text nur mit dem anderen Namen, ne? Ich frage mich, ob das wichtig gewesen wäre, dass wir erst irgendwie alle killen, dann die rekrutieren, aber dann hätten sie mich auch immer angegriffen, wir hätten Konterschaden genommen, das ist Blödsinn. Weiß nicht ziemlich, ob wir die nachher brauchen, ne? Mal gucken. Weil, ehrlich gesagt, braucht man sie momentan gar nicht. Sie sind eigentlich nur ein Feature, was unnötig ist. Weil die Feinde mich momentan eh nicht treffen. Ne?就凭你们也能跟上我的速度吗？Wer bist du eigentlich? Ja, die Eule hatten wir auch schon. Ja, doch. Ich erinnere mich noch irgendwie. Ich weiß nicht mehr genau, wo wir die Eule bekämpft haben, aber ich kann mich irgendwie an den Namen noch erinnern. Ja. 这场法兰西的闹剧也该画上句号了。100% Hit? Im Ernst? Habe ich jetzt gar nicht erwartet, ehrlich gesagt. Überhaupt nicht. Eben weil Linieninfanterie ja ein Nachteil ist, ne? 乖乖受死吧。就让我略表敬意吧。就请您乖乖受死吧。
就凭你们也能跟上我的速度吗？Läuft uns zu, hätte ich gar nicht gedacht. War ein Fehler von ihm, glaube ich sogar. 就让我略表敬意吧。就请您乖乖受死吧。 Nee, leider nicht, weil er nicht stirbt. Ja. Alter, die kommt in den Reich, habe ich ein bisschen Angst vor. Die Kanonen auch, wie gesagt. Bin mir nicht sicher, wie wir das schaffen sollen. Jetzt wird es ziemlich kritisch. Wenn er jetzt nicht vor uns stehen würde, ne? 这场法兰西的闹剧 Ah, 也 dann 该 kämen wir 画 bis 上 an 句 ihn 号 ran. 了。 Ich weiß nicht, wie hoch die Chance der Kanone ist, mich zu treffen. Und ich weiß auch nicht, wie krass die Reiter gegen mich sein werden. Dann killen wir erstmal den Typen, ja? 就让我略表敬意吧。 Und dann schauen wir mal, was passiert. Schon mal ganz wichtig, dass ich darauf achte, dass ich nicht im Ricochet-Bereich stehe. Dann werde ich nämlich getroffen. Auch wenn ich gut ausweichen kann. 就凭你们也能跟上我的速 So, 度 wie ist es 吗？ jetzt mit den Reitern? Haben die eine Chance, mich zu treffen? Nee, eigentlich nicht realistisch gesehen gut. Also ich kann noch eben den hier erstmal killen. Nee, kann ich nicht. Okay. Also nicht damit. Killen wir erstmal die Kanone. 就请您乖乖受死吧。就让我略表敬意吧。 Jetzt mal gucken, ob das aufgeht. Ja, das war's. Jetzt macht der ernsthaft ein Heroic, das kann doch nicht sein. 就请您乖乖受死吧。就让我略表敬意吧。 Also, das ist auch mit der Challenge, nicht mit der Mission, ne? Aber gut. Ich glaube, für die Challenge musst du Glück haben. Ich glaube, für die Challenge brauchst du halt mehr von den Räubern, dass die sozusagen Aggro auf sich ziehen. Alter, warum machen die jetzt alle so Heroes? Ja, dass die halt die Aggro auf sich 就请 ziehen, weil 您 sonst 乖乖受死吧。 wirst du von dem von der 就 Heroic 让我 getroffen. 略表敬意吧。 Weil ich glaube, Heroics treffen immer. Das ist das Problem. Hat er mich jetzt echt 这 ernsthaft 场法兰西的 intercepted? 闹剧也该画上句 Ich 号 hoffe 了。 mal, die Kanone trifft mich jetzt nicht, dann habe ich mich verloren. Das wäre schon ziemlich demoralisierend. 就请您乖乖受死吧。 Aber das Komische ist, hat der Reiter nicht tatsächlich... Nee, stimmt. Stimmt, ich wollte gerade sagen, der Reiter hat ja die... Alter, der hat mich getroffen, ne? Der Reiter, wollte ich sagen? Genau, der wurde ja angegriffen von unserem Typen und hat ihn dann gekillt im Konter. Ich schätze mal, die Reiter fokussieren erstmal gezielt die verbleibenden Banditen, bevor sie dich angreifen. Das heißt, du kannst die Mission nur schaffen, wenn du noch 2 Räuber übrig hast hier, die Heroics für dich fressen, damit du nicht die Heroics abbekommst, weil die Reiter treffen dich nicht, solange die keine Heroic haben. Das heißt aber auch, du musst Glück haben, dass die Räuber nicht vorher schon sterben. Das hat mit deiner Leistung nichts zu tun. Also die 就凭 Challenge 你们 ist definitiv 也 Lackbase, 能 oder? 跟上我的速度吗？ Das sehe ich doch richtig. Ah, wir haben es geschafft. Knapp, aber wir haben es geschafft. Was soll's. 不用害怕，死亡对你来说也是一种救赎。就让我略表敬意吧。 These bandits are quite some perfect pawns. So the only problem is how to get to Paris. With so much trouble here, the nearby Guard National will definitely come here over and check it out. Why don't I ride with them? Naja, hat er nachher ja auch, ne? And I remember that the new officer in charge here happens to be... I see. After that he came to find me. But how did you know that I knew the parents of Nivernais?
Maybe the British shared the information about the diplomat with him. Alas, too bad he didn't write too much about their plan in his journal. We can only hope that her plan of set Paris on fire goes to an end as she was arrested. Okay, das war nochmal 500 Funds und Royalist-Punkte. Das war es ja auf jeden Fall wert. Ich würde sagen, für die Folge ist es lang genug. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich werde mir wahrscheinlich schon mal die Freebells angucken. Und beim nächsten Mal gucken wir uns dann zusammen diese Challenges an. Challenges. Klingt schon so schlimm. Für die anderen Klassen, die man freischalten kann. Ich weiß ja nicht wirklich, welche ich nutzen werde. Es macht wahrscheinlich Sinn, das so ein bisschen aufzuteilen. Also ihr gebe ich auf jeden Fall die normale, weil sie muss in fast allen Schlachten, also in relativ vielen Schlachten, muss sie gezielt am Leben bleiben. Deswegen möchte ich es nicht riskieren, dass sie jede Klasse spielt, die offensiv ist. Also glaube ich, die Old Guard ist eher was für andere. Und für sie ist die normale Grenadierklasse die bessere. Wie man Old Guard aber gut geben könnte, ist halt Lannes. Weil Lannes könnte davon profitieren, nicht ganz so tanky zu sein, was Defensivkräfte angeht, weil er ja Fähigkeiten hat, die sich aktivieren, wenn er unter 50% HP fällt. Für ihn könnte also so eine Old Guard ganz interessant sein. Ach, die haben keine anderen. Also nur die schweren Dragoner und die Linieninfanterie, ja? Okay. Okay. Ich gucke mal eben sicherheitshalber nach. Bei allen anderen Klassen, die wir so kennen. Bei Musikanten würde mich das sehr... Musikanten können gar nicht promoten. Okay. Ja gut, das ist aber gar nicht so verkehrt. Also dann werden wir wahrscheinlich, wenn wir es halt freischalten können, das ist die Frage, vielleicht schaffe ich es auch gar nicht, bei ihm dann die Grenadier Old Guard machen und bei ihr die Schallgrenadiere. Bei den Dragonern müsste ich mal gucken, ne? Da bin ich mir unsicher. Beide können sich Hunker Down, ne? Also dieses hier Fortifying machen. Egal. Lang genug gezogen. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.